guys, and welcome to another episode of Vinland Saga, episode 16. Mm. Yummy. Ach, der eine hat schon gar keinen Kopf mehr. Das ist hart. Jetzt ist er nämlich komplett auf sich alleine gestellt. Ich bin gespannt, in welche Richtung er sich jetzt entwickelt. Ob er vorwärts geht oder stehen bleibt. Askeladd, du Lügner! Das ist unglaublich. Ich denke mal, Thorfinn kann sich 1 und 1 zusammenreimen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt durchdreht, weil jetzt ist seine Vaterfigur weg. Jetzt hat er niemanden mehr. Nicht, dass sich Askeladd verzettelt hat. Ich habe gehört, es gibt heute Kebab. Menschlichen Kebab. Es sieht so lustig. Er sieht also komplett anders aus. Ich finde es so schade, dass das die einzige Möglichkeit ist, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass wichtige Figuren sterben müssen, dass andere Leute sich weiterentwickeln. Ich glaube, er verzettelt sich. Er denkt, er kann den Prinz beeinflussen, aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Nein. Der ist sehr vorsichtig, wenn man sich die Umstände anschaut, unter denen er aufgewachsen ist. Er vertraut niemandem. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass Björn auch mit einer Dead Flag belegt ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Müsste würde er ihn auch einfach fallen lassen.
Was ist denn das? Das ist nicht der Priester, oder? Nee. Oh nein, schon wieder. Uff. Ach Gott, gib doch dem armen Mann einen Gnadenschuss. Der hat sich schon aufgegeben. Ah, nein. Ja, das ist sein Glaube, der ihm die Kraft gibt. Okay. Die foltern den jetzt, ne? Ja, nicht die reißen ihm jetzt einzeln die Fingernägel raus, um ihn zu sprechen zu bringen. Ach komm, Askeladd, du lässt den niemals leben. Das wissen wir doch. Ah. Oh mein Gott. Mm. Schneidet ihm jetzt die Finger ab, oder? Oh Gott. Das bringt ihm noch viel weniger zum Reden. Nix, nix. Oh. Aber es ist erstaunlich, dass er so lange durchhält. Naja, wer der Feind es ist Ansichtssache, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Hm. Klar, für ihn sind die Dänen die Feinde, aber für die Dänen selbst. Mhm. Aber ihn für etwas schuldig zu machen, was 500 Jahre her ist, da kann er ja nichts dafür, was seine Vorväter gemacht haben. Ach, dieser Mann ist so unglaublich grausam, das ist Wahnsinn. Ich sag ja immer, er geht alle Wege. Hm. Es ist bestimmt Torkel. Ja.
Gibt nur einen, der so verrückt sein kann. Und das ist Torkel. Oh, wenn ich du wäre, würde ich rennen als Skelett. Oh Gott. Der schlägt die alle zu Brei. Oh, wie sie Angst haben vor ihm, ja klar. Da hätte ich auch Angst. Wenn ich wüsste, dass der kommt. Oh, da ist er schon. Und er hat wieder seine Äxte dabei. Ah, dann wollen wir mal. Das ist deiner, der gehört dir. Ich weiß, es ist so schrecklich, aber es ist auch aufregend. Ich sehe ihn einfach gern kämpfen. Wenn sie ihm zumindest ein Begräbnis gegeben haben, hätten, aber. Das wird er ihm nie verzeihen. Nie, niemals. Er glaubt, dass er ihn auch nur 5% beeinflussen kann, weil er sich geschnitten. Hm. Er merkt sich das. Und irgendwann kommt es zurück zu ihm. Und dann doppelt. Oh mein Gott, Jungs, ihr seid so gut wie tot. Ist das der Moment, in dem ihm sein Glück davonläuft? Ich denke, ja. Wie sagt man so schön auf Englisch? The tables are turning. Glaubt er wirklich, er kann ihm entkommen? Das kann er vergessen. Es schreit nach Verzweiflung. Ja, er weiß, dass er keine Chance gegen Torkel hat. Der ist hochmotiviert. Der wird nicht aufgeben. Och nee, schon wieder ein Dorf. Ah nee, okay. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Es ist sup, 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 sup. Als würde er Gras mähen. Ich glaube, das ist unter Wikingern ein ziemliches Tabu, dass man einfach abhaut. Ja, das ist. Das gilt als feige. Das ist das absolut Niederste, was man machen kann.
Na, wie groß ist der eigentlich? 2 Meter? 3 Meter? Also das Gefühl, sein Karma wendet sich gerade gegen ihn. Das wird ihn auch nicht aufhalten. Nein. Ich glaube, wenn der erstmal Blut geleckt hat, dann wird er auch durchs Wasser laufen. Egal wie kalt es ist. Der Priester hat nichts mehr zu trinken. Das ist nur mit Alkohol zu ertragen. Der ist gerade in der Schockphase. Ich frage mich, was passiert, wenn er aufwacht. Das schaffen die nie rechtzeitig. Nie. Ach. Ich sage, wie ich es letzte Woche gesagt habe, die haben erste Zweifel. Wenn man das erstmal gesät ist. Das ist wie eine Krankheit. Das verbreitet sich weiter. Dass es alle betroffen hat. Der lässt ihn zurück. Wirklich? Hm. Krass. Ich hab's ja immer gesagt, wenn er seine Männer verliert, dann ist er echt, kriegt er echt Probleme. Er hat sich massiv verzettelt. Aber das war absehbar. Also er will dann mit dem Prinz alleine flüchten, sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass wenn sie Torkels Armee beitreten, dass der die leben lässt. Das glaube ich nicht. Und das weiß Askeladd. Das ist aber sozusagen am Ende seines Lateins. Er unterschätzt ihn.
Na, siehst du? Oh, 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 oh. Oh Gott, die kommen mit Piken. Ach du meine Güte. Jetzt gibt's Kebab. Leck mich am Arsch. Der ist nicht normal. Nein, absolut nicht. Ach du Schande. Glaubt er das wirklich? Wenn er mit einem Speer 3 Leute aufspießen kann. Da sind noch genügend Speere übrig. Der erträgt's nicht mehr. Aber entkommen kann er ihm auch nicht. Jetzt verliert er den Respekt seiner Männer. Ja. Ich glaube, er weiß, dass es sinnlos ist. Aber er als der Boss, wenn er sagt, ich gebe auf, dann verlieren sie so oder so den Respekt vor ihm. Ja, weißt du? Ja. Das. Was wird Thorfinn jetzt machen? Jetzt ist er ganz schön in der Patsche. Unglaublich. Und der im Rücken. Tschüss, wie er sich freut. Ich frage mich, wie er sich aus der Situation rausziehen will. Weil es ist vorbei. Seine Männer folgen ihm nicht mehr. Torkel sitzt ihm im Rücken. Und der Prinz ist seine letzte Trumpfkarte. Ich bin gespannt. Ich meine, der überlegt sich, der hat ja immer gute Ideen. Aber ob es reicht, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil es ist. Für ihn ist 5 vor 12. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er irgendwas macht aus Verzweiflung. So einen letzten Versuch. Oder ob er seine Männer mit Absicht in den Tod schickt, um sich selbst aus der Misere zu ziehen. Weil wenn Torkel ihn zu fangen kommt, ihn erwischt, dann ist es vorbei. So, I hope you liked my live reaction. If you did, leave me a comment, or subscribe my live reactions, and thank you for watching. Bye bye.